Tilman Holly hat einen neuen Schatz. Aus einer Kunstsammlung hat der Restaurator ein Gemälde aus dem 19. Jahrhundert erworben. Für 1.500 Euro. Nach einer langen und aufwendigen Restaurierung hofft er dafür bei einer Auktion etwa 6.000 Euro zu erzielen. So, jetzt ist das Bild mal ausgepackt. Und jetzt sieht man also auch hier schon eine Durchstoßung. Hier ist eine tote Spinne. Auf den erfahrenen Restaurator aus Gruft in der Eifel wartet viel Arbeit. Jetzt kann ich die... Von weitem betrachtet sieht Friedrich Wilhelm III. Ja noch ganz gut aus. Bei genauerem Hinsehen aber zeigt sich, dass er ganz schön in die Jahre gekommen ist. Ich muss jetzt das Bild ausrahmen. Ein wichtiger Arbeitsschritt, denn erst dann kann Tilman Holly den tatsächlichen Zustand des Gemäldes einschätzen, die Schäden erfassen und die restauratorischen Maßnahmen planen. So, jetzt habe ich eigentlich die Möglichkeit, das Bild im Ganzen zu begutachten. Ich stelle jetzt hier mal gerade das Bild nochmal auf die Staffelei. Den Rahmen nehme ich jetzt mal weg, der kommt später dran. So, und jetzt schauen wir uns nochmal auf das Gemälde an. Also die Technik des Gemäldes ist auf einem Ölgrund ausgeführt. Wir sehen eigentlich hier sehr deutlich die originale Spannkante. Also das Bild ist nicht verändert worden, das ist sehr schön. Also wir haben einen jungfräulichen Zustand. Ja, dann gibt es Blätterungen in der Malschicht. Hier natürlich das spektakuläre Loch, eine Durchstoßung, was auch immer. Wir haben also eine starke Vergilbung im Firnis. Und sehr hässlich ist hier auch im Stirnbereich sehr deutlich zu sehen, dass der Firnis zusammengelaufen ist. Hier gibt es Laufspuren und die Schäden jetzt in der Malschicht sind ja auch deutlich zu erkennen. Wir haben ja hier unten den ganz großen Kratzer. Auch die kunsthistorische Einordnung ist wichtig. Also wir haben natürlich jetzt hier Friedrich Wilhelm sehr schön eigentlich in der Darstellung. Es ist ein Bild aus dem Klassizismus, das ist so um 1820, nehme ich wohl an, ist es wohl entstanden. Ich denke mal, es könnte sicherlich auch an einen der Schlösser gehangen haben, wo der König sich aufhielt. Das wäre natürlich schön, wenn man das restauratorisch wieder zusammenbringt und dem alten Glanz verleiht. Eine Herausforderung für den Restaurator. Der historische Rahmen des Gemäldes muss ebenfalls dringend überholt werden. Das geschieht unten in der Vergolderwerkstatt. Ich habe jetzt den Rahmen hier unten im Atelier, der Vergoldung, und habe ja hier die diversen Schäden. Hier ist jetzt eine Stelle, da ist so ein kleiner Schnörkel verloren gegangen. Und hier müsste ich mal gucken, wo das hingehört. Ja, das passt hier fabelhaft. Und da kann ich jetzt schon den Leim in Aktion bringen, um dann diese Holzoberflächen mit Leim zu tränken, um darauf dann hinterher die Fassung aufzubauen. Das ist der erste Arbeitsschritt. Bis der Rahmen wiederhergestellt sein wird, werden noch viele folgen. Zunächst wird die Fassung gesichert. Die losen Teile des Ornaments, die noch vorhanden sind, werden befestigt. Eine komplizierte Aufgabe. Tilman Holly muss die fehlenden Teile des Ornaments nachbilden. Dafür stellt er zunächst eine Abgussmasse her. Das funktioniert wie bei einem Zahnabdruck, nach demselben Prinzip und mit den gleichen Materialien. Das ist ein sogenannter Kondensationsvernetzer. Das kennt man vom Zahnarzt, wenn man so ein Gebiss abgedrückt bekommt. Riecht auch nach dem Zahnarzt. Und das wird eine Masse, die wird jetzt geknetet und entsteht dann ein Abgussmaterial. Das härtet nachher durch. Es geht relativ flott. So, jetzt habe ich hier diese Ecke. Jetzt müsste ich eigentlich an diesem kleinen hier mal beginnen. Und dann kann ich das jetzt aufsetzen.
So, ich habe jetzt hier in diesem Bereich die Abgussmasse dort hineingedrückt und kann dann jetzt nachher auch mit dem Negativ ein Positiv anfertigen, um das dann hierher wieder zu ergänzen. Der einst so prächtige Rahmen hat über die Jahre stark gelitten. Eine aufwendige Restaurierung lohnt sich aber. Also wir haben hier einen Rahmen aus der Zeit des Klassizismus. Das ist eigentlich ein sehr schönes Stück. Wir haben hier eine sehr aufwendige Applikationen, also diese Verzierungen, die hier aufgesetzt sind also sehr gekonnt und auch stilistisch sehr fein ausgearbeitet. Und hier hat vorher auch noch mit Sicherheit eine Verzierung gesessen. Ich habe hier mal als Muster so einen Wellenstab. Ja, also ich würde es als wichtig und richtig erachten, dass hier wieder diese Verzierung reinkommt. Ich habe jetzt den Kreidegrund. Dabei kann ich natürlich hier sauber an die Kante gehen, damit wir nicht allzu viel über die Vergoldung gehen. Das wird 2-3 Mal ausgeführt, damit wir also auch eine Schichtdicke haben, die dem Original entsprechen. Der Kreidegrund ist ein Haftvermittler und gleichzeitig auch eine Art Grundierung. Und diese Grundierung schafft nachher eine Fläche, die wiederum eine andere Technik zulässt. Der Kreidegrund schließt die Poren des Holzes. Das ist die Vorbereitung für die Vergoldung. Ein aufwendiger Prozess, wie wir noch sehen werden. In der Zwischenzeit kann der Restaurator den Abguss bearbeiten. So, das Material ist jetzt ausgehärtet. Wir haben jetzt also den Zustand, dass wir es abnehmen können. So. Ja, das sieht sehr gut aus. Das ist sehr schön scharf abgezeichnet. Und das dient mir jetzt als Vorlage. Wir können das jetzt hier mal so hier hinhalten. So praktisch ist das jetzt umgedreht, die Form, die jetzt hier ergänzt werden muss. Das sehen wir später. Zunächst muss im Restaurierungsatelier das Loch in der Leinwand des Gemäldes geflickt werden. So, ich bereite jetzt die Rissvernähung vor. Dafür muss ich jetzt das Bild umdrehen. Und als Unterlage habe ich eine Folie, die abweisend ist, also es kann nichts verkleben, also all die Prozesse, die jetzt am Bild durchgeführt werden, sind sicher. Also ich werde hier, ich will mal genauer sagen, vielleicht verschiedene Möglichkeiten haben, diesen Riss zu vernähen, zu verschließen. Ich kann auch hier einen Steg legen, hier kann ich einige Fäden verlängern und dann das Ganze zusammenführen. Also das wird auf jeden Fall hier sehr gut möglich sein, weil die Leinwand ist zwar zerschnitten, aber wir haben eigentlich alle Fäden sind noch da. Eine anspruchsvolle Arbeit. Entscheidend für das Gelingen ist, dass Tilman Holly die einzelnen Fäden genau erkennen kann. Hier ist der Faden verkürzt. Hier werde ich mir eine kleine Brücke schaffen. Also werde ich hier versuchen, erstmal mit einem Tropfen Leim die Fadenenden zu benetzen. Da habe ich dann jetzt hier meinen Pinsel. So, habe ich einige Stellen jetzt vorgenetzt und kann dann mit der Lötnadel dann verschweißen. Also ich muss im Grunde genommen kurz draufhalten. So, dann habe ich im Grunde genommen jetzt hier den unteren Bereich, habe ich ganz erfolgreich niedergelegt und die einzelnen Fadenenden verschweißt. Jetzt muss ich in diesem Bereich die Fäden verlängern. Ich denke mal so 6, 7 Fäden muss ich jetzt hier anschweißen. Wo das Loch in der Leinwand am größten ist, sind die vorhandenen Fäden nämlich nicht mehr lang genug, um sie direkt miteinander zu verbinden. Mit Leim und einer Lötnadel werden deshalb neue Leinwandfäden angeschweißt. Die vorhandenen Fäden werden so verlängert.
Mithilfe mehrerer neuer Fäden kann die Fehlstelle nach und nach überbrückt werden. Das Prinzip dabei: leimen, verlängern und schließlich verweben. Ich versuche jetzt den Querfaden zu bändigen. Das ist nicht so ganz so einfach, weil der etwas schräg liegt und den muss ich so ein bisschen verwirbeln mit dem anderen, dass ich den dann auch wieder, ja, jetzt geht's so langsam. Wir bekommen auf jeden Fall es ohne Flicken hin, denn ein Flicken, der zeichnet sich ab mit der Zeit, der wird dann vorne sichtbar und mit den einzelnen Fäden bleibt die Fehlstelle relativ stabil und sollte eigentlich sich nicht mehr über die Jahre hin abzeichnen. Also hier ist schon Geduld angesagt, ne? Das ist, soll natürlich auch ordentlich aussehen. So. So, dann muss ich jetzt hier noch, vielleicht kann ich hier nachher noch einen Faden von unten hochholen, den ich dann wieder über das andere drauflege. Mehrere Stunden braucht der erfahrene Restaurator, um den Riss in der Leinwand sorgfältig zu vernähen. Anschließend geht es weiter mit dem Rahmen. Ich habe ja hier den Abguss gemacht und konnte jetzt mit diesem Abguss die Positive herstellen. Ich nehme das jetzt hier mal raus. Das ist jetzt ein Teil, wo hier ein Stück fehlt. Und jetzt kann ich dieses Stück, diese Ergänzung herausschneiden, dass ich das genau hier angepasst bekomme. Tilman Holly ergänzt die fehlenden Teile der Applikation. Die Abgussteile werden in Form gefräst, damit sie auch wirklich perfekt passen. Um die Schnitte genau setzen zu können, hat sich der Restaurator Markierungen angezeichnet. Das muss exakt hier reinpassen. Ich kann nachher ein bisschen nachmodellieren. So, das sieht jetzt perfekt aus. Das ist halt eine Geduldsarbeit, dass man das in dem Bereich dann gut genau angesetzt bekommt. Genau. Hier habe ich das auch schon vorbereitet. Ich habe jetzt hier den Abguss und den muss ich jetzt von der Rückseite mit Kreidegrund bestreichen. Das ist, wenn man so will, eigentlich ein Klebstoff. Ja? Und der wird jetzt eingesetzt und angedrückt. Nächster Arbeitsschritt. Aus Kreide und Leim stellt der Restaurator einen Kit her. Ich muss mir jetzt ein Kreidekit anmachen, damit ich die entsprechenden kleineren Fehlstelle und Übergänge noch etwas verarbeiten und versäubern kann. Der Kreidekit wird zu einer Art Knete geformt. Fehlende Übergänge zwischen den Originalapplikationen und den Nachbildungen können mit dieser Masse ergänzt werden. Hier fehlt jetzt auch noch ein kleiner Übergang. Der lässt sich aber problemlos auch ergänzen. Jetzt kommt das Teil dran. Auch von hinten füllen. Die nachgebildeten Teile der Applikation werden sorgfältig an den Rahmen montiert. Hier ist auch noch ein kleiner Hubbel. Und der muss unbedingt weg.
sonst wird die spätere Vergoldung nicht perfekt. Bei der Vergoldung sieht man nachher jede Unebenheit. Deswegen muss man wirklich vorher alles genau durchtesten und fühlen. So, jetzt haben wir hier die Applikation soweit montiert. Das muss jetzt schön durchtrocknen. Währenddessen widmet sich Tilman Holly den Zierleisten, die irgendwann im Laufe des langen Rahmenlebens verschwunden waren. Mit kunstgeschichtlichem Sachverstand hat er einen Ersatz ausgewählt. Die neuen Leisten müssen zunächst im Kochtopf geschmeidig gemacht werden. Die werden jetzt in dem Wasserbad erwärmt und dann kann ich hier diese innere Kante belegen. Als Klebstoff kommt wieder der ebenfalls erwärmte Kreidegrund zum Einsatz. Zum Schutz der vergoldeten Flächen hat der Restaurator vorher Klebestreifen an der inneren Kante des Rahmens befestigt. Da muss ich jetzt direkt flott in diesen Kreidegrund das Teil einsetzen. Die Zierleisten werden später noch vergoldet. Aber bis dahin dauert es noch eine ganze Weile. Zunächst muss alles gut durchtrocknen. Weiter geht es oben im Restaurierungsatelier. So, das Schließen des Gewebeschadens im Träger ist jetzt abgeschlossen. Und wir haben hier im unteren Bereich den Riss, da konnte ich Stoß auf Stoß verkleben, sodass die Fäden miteinander wieder Kontakt hatten. Und hier im oberen Bereich, wo die größte Durchstoßung war, da war ja dann ein starkes, großes Loch, da habe ich dann Fadenbrücken gelegt, damit dort wiederum auch eine Haftung entsteht. Damit ist die Stabilität innerhalb der Leinwandschicht wieder gegeben. Seit fast 25 Jahren hat Tilman Holly sein Atelier in Krufft, in einer alten Villa aus dem 19. Jahrhundert. Er hat sich auf die Restaurierung von Gemälden und alten Bilderrahmen spezialisiert. So, ich habe jetzt auf der Vorderseite des Gemäldes ja jetzt die offenen Fehlstellen. Zum Teil liegt ja die Leinwand frei und die habe ich jetzt mit einem Kreidegrund schon entsprechend vorbenetzt und vorgelegt, so als, wenn man so möchte, als Grundierung. Und ich muss jetzt im Anschluss daran noch die Fläche mit einem Kit schließen und nachher wird das auf Niveau geschliffen. Darunter war übrigens mal das große Loch. Als qualifizierter Restaurator muss Tilman Holly bei der Arbeit genau das richtige Maß finden. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Also die Restaurierung von Kunst- und Kulturgütern hat natürlich das Ziel, Originalsubstanz so weit wie möglich zu erhalten, gleichzeitig Schäden zu beseitigen unter Berücksichtigung der angewendeten Materialien. Das heißt, alle Materialien, die ich hinzufüge an ein Objekt, muss ich aber auch ohne Schaden dem Objekt zuzufügen wieder entfernen können. Das Bild ist durchzogen von Krakelees, feinen Rissen. Jetzt haben wir ja hier so ein Krakelee-Bild. Dieses Krakelee-Bild kann ich dann auch mit dem Skalpell ein bisschen nachziehen, dass man dann in der Seite, wenn man über das Bild der Seite rüber sieht, jetzt noch, dass das nicht auffällt. Die feinen Risse sollen dafür sorgen, dass sich die Fehlstelle nach der Restaurierung nahtlos in ihre Umgebung einfügt und fast unsichtbar wird. Gut, die Kittungen stehen gut und damit wäre jetzt der Zustand da, dass man den Firnis abnimmt. Zunächst wird das Gemälde aber noch untersucht, und zwar unter UV-Licht.
So werden Veränderungen auf der Oberfläche sichtbar, die der Restaurator mit bloßem Auge nicht erkennen kann. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben jetzt hier ein UV-Licht und das ist ein langwelliges Licht, was den Firnis zeigt. Wir sehen jetzt hier eine Laufspur und es gibt auch hier Veränderungen. Es ist natürlich immer gut, wenn ich weiß, wie sich der Firnis darstellt, also ob ich eben jetzt noch Übermalungen oder Retuschen älteren Ursprungs noch vorfinde, die würden natürlich meine Strategie der Firnisabnahme verändern. Also so wie ich jetzt aber sehe, habe ich eine klare Richtung und weiß, was ich zu tun habe. Vorher steht aber der nächste Arbeitsgang auf dem Weg zur Vergoldung an. Wir sehen jetzt hier den Zwischenzustand des Rahmens. Die Innenapplikation ist jetzt eingesetzt und wegen dem Trockenprozess habe ich dann also schon mal den gelben Bolus aufgetragen. Also ein Bolus ist eine halbfette Tonerde. Das ist ein Material, im Grunde genommen ein natürliches Material, was erdgeschichtlich entstanden ist. Da entnehme ich jetzt ein wenig von dem roten Bolus, fülle das ins Glas. Zum roten Bolus wird erwärmter Leim als Bindemittel gegeben. Und rühre den jetzt im Glas flüssig. Das muss man also entsprechend anrühren, damit das eine gute Verbindung gibt. So, jetzt muss ich das durch das Sieb geben. Der Bolus bildet die Unterlage für das Blattgold und ermöglicht, dass das Gold später poliert werden kann. So. So, der rote Bolus ist jetzt fertig. Auf dem geschliffenen Kreidegrund werden die farbigen Tonerden übereinander aufgetragen. Der gelbe Bolus ist bereits getrocknet. Darüber kommt eine Schicht roter. Bei dem roten Bolus will ich nur die Höhen erreichen. Man sieht jetzt auch sehr schön, dass dadurch das Ornament ein bisschen klarer herauskommt. Jetzt muss ich den schwarzen Bolus anrühren. Der aus Tonerde bestehende Bolus kommt in der Natur in den Farben Schwarz, Rot und Gelb vor. Man muss sich Folgendes vorstellen, das Gold ist so hauchdünn, dass der darunter liegende Bolus mit einer Farbwirkung im Gold hat, dass ein gewisser Goldton entsteht. Diese halbfette Tonerde, die hat eigentlich erst die Eigenschaft, das Gold aufzunehmen. Der schwarze Bolus wird nur auf die Ecken aufgetragen. Hier verwendet der Restaurator später zum Vergolden Weißgold. Ich will den Rahmen ja nicht neu machen, er soll restauriert werden. Also wenn die ein oder andere Fehlstelle nachher noch sichtbar ist oder auch kleinere Bestoßungen, es geht eigentlich hier mir nur darum, dass der Gesamteindruck des Rahmens nachher einheitlich ist. Der Bolus muss trocknen. Friedrich Wilhelm bekommt derweil eine Schönheitsbehandlung. So, ich nehme jetzt hier den Firnis ab und arbeite hier mit 2 Stäbchen, um das Lösemittel auch wieder zu stoppen. Also ich muss das immer in verschiedenen Prozessen machen, damit ich natürlich das Gemälde nicht verletze, also die originale Malerei. So, ja, man sieht ja ziemlich deutlich, dass da jetzt ein Effekt entsteht. Erstaunlich. Die Stirnfalten sind nahezu verschwunden und vom Schmutz befreit wirkt der Hautton viel frischer. Wir sehen natürlich jetzt hier den Unterschied auch. Hier ist der Glanzgrad jetzt ein anderer, weil natürlich diese speckige Firnisschicht jetzt entfernt ist. Dadurch wird natürlich jetzt der Bereich, wo ich den Firnis abgenommen habe, natürlich matter. Ja, man sieht jetzt sehr deutlich, dass hier jetzt die Malerei frei liegt.
Bei der Firnisabnahme muss Tilman Holly sehr vorsichtig vorgehen, sonst besteht die Gefahr, dass die Originalmalerei angelöst wird. Ja. Der Restaurator braucht für diese Arbeit alleine etwa 5 Stunden. Ja, sehr schön. Also bin sehr glücklich über das Ergebnis. Also man sieht jetzt hier wirklich den Verschmutzungsgrad des Firnisses. Der ist jetzt ja auch im Unterschied klar und deutlich erkennbar. Also wir haben ja keinen Himmel an der Watte, sondern wirklich definitiv nur den vergrauten, verschmutzten und vergilbten Firnis. So, das denke ich mal ist jetzt ein schönes Ergebnis. Man sieht also den Himmel. Da gibt es natürlich die Fehlstelle jetzt, die retuschiert werden muss. Das sehen wir später. Eine Etage tiefer beginnt der Restaurator nun mit der eigentlichen Vergoldung. Wir haben jetzt hier den Rahmen fertig für die Polimentvergoldung, für das Anlegen des Goldes. Das Material ist gut durchgetrocknet. Ich habe das Gold jetzt hier in das Vergolderkissen gelegt. Jetzt habe ich hier die Netze, das ist Spiritus mit Wasser. Und hier habe ich jetzt das Blattgold, was ich jetzt hier auf diese vorbereiteten Flächen auftragen werde. Dazu muss ich vorher eben die Fläche benetzen. Deswegen wird das auch Netze genannt. Und je nach Größe meines Bedarfs wird das Blattgold mit dem Vergoldermesser geschnitten und dann mit dem sogenannten Anschusspinsel angelegt. Nach dem Auftrag der Netze muss das Anlegen zügig geschehen, sonst haftet das Blattgold nicht. Das Gold wird angeschossen, heißt es in der Fachsprache der Vergolder. Die Blättchen sind hauchdünn. Sie haben eine Stärke von nur etwa einem 0,008 Millimeter. Wenn man das jetzt mal hier so ansieht, diese ganze Ecke ist hier geschützt. Dann habe ich also diesen Windfang, damit also wenn Wind von vorne kommt, dass es mir nicht fliegen geht. Und ich habe dann im Grunde genommen dann alles hier an dieser linken Hand fest und kann mit der rechten Hand dann arbeiten. Blattgold gibt es je nach Legierung in verschiedenen Farbtönen. Das ist jetzt Orange Doppelgold dunkel. Da ist also ein Hauch an Kupferanteilen drin. Dadurch ist es also etwas dunkler. Das nehme ich immer ganz gerne in der Restaurierung. Tilman Holly ist ausgebildeter Vergolder. Die Vergoldung ist ein anspruchsvolles Kunsthandwerk und erfordert großes Fachwissen und Erfahrung. Ich muss natürlich die Tiefen ein bisschen mit abgedeckt bekommen und deswegen kann ich hier noch mal einfach 1 oder 2 Blättchen drüber legen. Die Ecken des Rahmens sind ein ganz spezieller Fall. So, man sieht jetzt hier, dass ich hier den schwarzen Bolus vorgelegt habe und ich nehme jetzt hier Weißgold, um jetzt das Silber zu imitieren. Weil hier drunter liegt ja eine Silberschicht und das Weißgold ist etwas weicher und ist in der Verarbeitung anwendungsfreundlicher. Bei der Begutachtung der Schäden hatte der Restaurator nämlich festgestellt, dass die Ecken aus Goldimitat bestehen, also aus einer Versilberung, die nur im Goldlook daherkommt. Tilman Holly will diese Optik des Originalrahmens nachahmen. Oben im Restaurierungsatelier wartet Friedrich Wilhelm derweil auf seine Retusche. Wieder ein sehr zeitaufwendiger Arbeitsschritt. So, jetzt kommt die Retusche dran. Ich lege jetzt die Fehlstelle mit einer Aquarellfarbe, lege ich die vor. Ich muss mir die Farbe erstmal mischen, ja. Und schwarz ist eine ausgesprochen gemeine Farbe, weil schwarz ist nie schwarz.
Es gibt ein warmes Schwarz, es gibt ein kaltes Schwarz, es gibt ein grünliches, ein rötliches. Ich werde jetzt erstmal die Stelle ein wenig einfärben, damit die nicht so hart steht. Und dann werde ich auch mich ein bisschen an den Krakelés orientieren, die ich gesetzt habe. Da werde ich die Farbe ein bisschen aufbauen. Ich kann mit dieser Farbe auch leichte, kleinere Strukturen imitieren. Er muss sich an den passenden schwarzen Farbton herantasten, damit sich die Fehlstelle nach der Retusche nahtlos in die Umgebung einfügt. Ich übermale auf keinen Fall die originale Schicht, sondern ich arbeite an den Kanten in die Mitte rein. Wenn der ein oder andere Farbton jetzt gerade bei dem Schwarz noch nicht so perfekt ist, dann ist das nicht schlimm, weil ich nachher nochmal mit einer Öllasur drüber gehe. Beim Abtrocknen verändert sich die Farbe ebenfalls noch. Auch das muss der Restaurator bei der Retusche bedenken. Man sieht ja jetzt hier, diese Kante, die ist schon relativ stimmig. Hier dieser Bereich, der geht schon ganz gut ineinander über. Aber hier gibt es nachher noch einen Bruch. Hier muss ich noch den schwarzen Schatten in der Fehlstelle verändern. Also die Retusche ist schon die Königsdisziplin. Die zweite Fehlstelle erfordert besonderes Fingerspitzengefühl. So, bei der Fehlstelle hier haben wir ganz kleine Pünktchen, die nehme ich besser mit einer Lupenbrille. So ein Aufsatz, mit dem ich dann sehr schön, ja, kann ich dann viel besser die kleinen Fehlstellen sehen und auch dann die Teile, die dort fehlen, ergänzen. Ein langer Kratzer durchzieht an dieser Stelle das Gemälde. Eine Herausforderung für den Restaurator. Die Fehlstelle soll komplett verschwinden. Türme und Häuser wieder unversehrt erscheinen. Also ich baue hier im Grunde genommen die Retusche auch in Schichten auf. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich mit einem Mal zack, fertig, sondern ich arbeite in verschiedenen Schichten. Und ich möchte natürlich haben, dass die Restaurierung und der Vorgang, den ich hier durchgeführt habe, dass der so lange wie möglich in dem Zustand bleibt und vielleicht auch sogar gemeinsam mit altert. Bei der Retusche orientiert sich Tilman Holly immer am Original. Das Bild selber schreibt eigentlich die Technik vor. Also das Bild gibt mir vor, was ich machen muss. Also indem ich erkenne, wie die Struktur aufgebaut ist, so muss ich im Grunde genommen auch die Restaurierung vornehmen. Der nächste Schritt im Vergoldungsprozess steht an. So, die Polimentvergoldung ist jetzt polierfähig und dafür habe ich jetzt einige Achate ausgesucht. Damit kann ich jetzt das Gold in das Poliment hinein polieren. Poliment wie auch Bolus ist das gleiche. Und das ist eben eine halbfette Tonerde, die eben mit in Leim gebunden ist. Und diese Tonerde ermöglicht überhaupt erst die Aufnahme des Blattgoldes, wie wir gelernt haben. Die harten und glatten Achate werden als Polierwerkzeuge benutzt. Dabei drehe ich den Achat immer, damit ich das Ornament wirklich ausfülle. Sonst gehe ich ja nur über die Oberfläche und komme nicht in die Tiefe. So. Durch das Polieren mit dem Achatstein wird das Gold verdichtet und bekommt eine hochglänzende Oberfläche. Das ist jetzt anpoliert, das wird auch reichen. Ich kann jetzt hier diese
Folie abziehen. Danach widmet sich Tilman Holly den mit Weißgold vergoldeten Ecken des Rahmens. Ja, wir sehen ja jetzt hier das Silberimitat, ausgeführt in Weißgold. Und jetzt kommt der Clou. Tilman Holly überzieht das Weißgold mit einer Schellackglasur, um den gewünschten Gelbgoldeffekt zu erzielen. Ähnlich wurde bei der ursprünglichen Vergoldung auch gearbeitet. Dann habe ich jetzt hier deutlich einen Gelbton und dieser Gelbton imitiert Gold. Ja, wir haben ja jetzt, wenn wir das jetzt so sehen und man sieht jetzt so darüber, dann ist ja der Effekt, als hätten wir einen Goldton. So, das muss jetzt trocknen und dann gibt es noch ein paar kleine Korrekturen und dann ist der Rahmen fertig. Beim Gemälde folgt nun der Retusche zweiter Teil. So, ich beginne jetzt mit der Ölretusche. Die Aquarellretusche legt ja nur den Farbwert etwas kühler und heller vor. Und dann werde ich mit der Lasur, mit einer wärmeren Lasur, an den originalen Farbton herangehen. Somit ist dann optisch das Bild geschlossen und die Retusche und die Fehlstelle verschwindet dann in dem Gesamteindruck. Für das bloße Auge ist die Fehlstelle auch nach der Aquarellretusche schon nahezu unsichtbar. Es ist jetzt noch wichtig festzustellen, dass jetzt hier kein dicker Farbauftrag vorgenommen wird, sondern dadurch, dass die Farbe ja in der Aquarellstruktur ja vorliegt, ist im Grunde genommen ja nur noch eine wirklich hauchdünne, ganz kleine differenzierte Korrektur nötig. Mag die Korrektur auch noch so klein sein. Tilman Holly ist erst zufrieden, wenn jedes Pünktchen sitzt. Und jetzt verrät er uns ein Restauratorengeheimnis. Man muss das Auge eigentlich immer ein wenig ablenken. Und Retusche, es kommt nicht immer unbedingt hundertprozentig auf den Farbwert auf an. Also es gibt auch Situationen, wo man nur 2, 3 Pünktchen setzt und dann ist das Auge beunruhigt oder weg. Wir sagen dann oft in der Restaurierung, das guckt sich weg. Ja, weil man das dann einfach nicht mehr sieht. Das guckt sich weg. Das, was sich aber nicht wegguckt, wird bei der abschließenden Ölretusche selbstverständlich noch korrigiert. So, ich finde diese Stelle jetzt eigentlich auch ausreichend abgedeckt. Ich freue mich eigentlich, an so einem Objekt gearbeitet zu haben. Nicht weniger, um es zu besitzen, sondern dass man nur es geschafft hat, ein Gemälde wieder zu dem zu bringen, was es mal auch aussagen wollte. Das ist ja auch ein großer Anspruch. Tilman Holly retuschiert noch einen winzigen Schönheitsfleck im Gesicht von Friedrich Wilhelm III. Also wichtig ist, dass eigentlich Restaurierung nicht als Wiederneumachen verstanden wird, sondern wir holen das, was an Originalsubstanz da ist, holen wir heraus und wir dürfen auch oder wir müssen sogar auch gewisse Alterungsprozesse akzeptieren. Wir können gewisse Krakelees und auch mal hier und da auch Farbveränderungen, die dürfen wir nicht einfach übermalen, die müssen halt mit in dem Alterungsprozess akzeptiert werden. Und da ist es dann die Geschicklichkeit des Restaurators, dass man hinterher den Gesamteindruck wieder gut erfahren kann. Die Retusche des Gemäldes ist nun abgeschlossen und muss eine ganze Woche trocknen. Von dem tiefen Kratzer in der Malschicht ist nichts mehr zu sehen. Und auch das große Loch im Ärmel der Uniform ist verschwunden. Friedrich Wilhelm fehlt nur noch sein glanzvoller Rahmen. Hier ist jetzt wieder der nächste Schritt möglich. Die
Vergoldung ist ja ausgeführt, zeigt sich aber noch durch einen sehr starken Glanz aus. Um jetzt die Glanzgrade innerhalb des Rahmens zusammenzuführen, habe ich dann die Möglichkeit, mir pigmentierte Wachsfilm herzustellen. Da verwende ich dann Perglanzpigmente und damit stelle ich dann eben einen pigmentierten Wachs her. Ich kann damit das Gold ein wenig dämpfen. Ja. Der Wachsfilm, aufgetragen als leichte Lasur, verleiht den frisch vergoldeten Teilen des Rahmens eine Patina. Dafür verwendet der Restaurator Perlglanzpigmente in 3 verschiedenen Farbtönen. Sein Anspruch: Die Vergoldung der ergänzten Teile soll sich harmonisch in den Rahmen aus dem Klassizismus einfügen. Wenn man das jetzt so sieht, ja, vom Farblicht her, wie sich das Spiel vom Gold zu dem alten und originalen verhält, finde ich das eigentlich ausreichend. Der historische Rahmen ist fachgerecht restauriert. Die beschädigten Teile der kunstvollen Applikation wurden stilgerecht nachgebildet. Die ersetzte Zierleiste verleiht ihm zusätzlichen Glanz. Letzter Arbeitsschritt. Das Gemälde bekommt noch einen schützenden Überzug. Die Endretusche ist abgeschlossen und jetzt müssen wir noch an dem Gemälde den Firnis ein wenig korrigieren. Bei der Sprühpistole ist noch einiges noch zu erwähnen. Wir haben ja hier einen ganz leichten Strahl. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier wie bei einem Lack eine Schicht auftrage, sondern ich bestäube das Bild mit zum Teil schon leicht angetrockneten Tropfen. Die ergeben dann, ich will mal sagen, ja, so eine Mattigkeit. Der Firnis, der das Harz von asiatischen Laubbäumen enthält, muss sehr gleichmäßig aufgetragen werden. Man ist zwar nie zufrieden in der Restaurierung, aber ich denke mal, so kann man es jetzt lassen. Gut. Und endlich wird zusammengefügt, was zusammengehört. So, jetzt kommt das Finale. Macht dann immer Spaß, wenn alles zusammenfließt. Jetzt hole ich das Gemälde und setze es ein. Mit viel Fachwissen und Leidenschaft hat Tilman Holly das wertvolle Gemälde aus dem Klassizismus mit seinem prunkvollen Rahmen restauriert. Der Zustand ist jetzt abgeschlossen. Vorgang. Oh, ich bin sehr glücklich. Ich finde, insgesamt ist das Erscheinungsbild sehr zufriedenstellend. Ich bin doch sehr glücklich darüber. Ja. Ich kann es jetzt ja noch mal auf die Staffelei stellen. 3 Wochen hat der Restaurator gearbeitet, bis das Gemälde wieder in altem Glanz erstrahlt. Viel war zu tun. Der verschmutzte Firnis wurde abgenommen. Das Ergebnis: eine überraschende frische Kur für Friedrich Wilhelm III. Die beschädigten Ornamente wurden nachgebildet. Sie fügen sich harmonisch in den vergoldeten Rahmen ein. Und tiefe Kratzer auf dem Gemälde aus dem 19. Jahrhundert sind nun meisterhaft retuschiert. Das ist wahre Handwerkskunst.